1997 erhielt Art Bell, Moderator von Coast to Coast AM, einer beliebten Radiotalkshow, die seltsame Vorkommnisse und unerklärliche Phänomene diskutierte, ein Fax von einem Mann namens Mel Waters. In dem Fax erwähnte Mel eine ungewöhnliche Grube unbekannter Herkunft auf seinem Grundstück in Manastash, Washington. Die Grube war, in seinen Worten, bodenlos und verängstigte die Tierwelt in der Gegend so sehr, dass Vögel nie darüber flogen. Der Brief lautete so: Lieber Art, ich schreibe dir, um zu sehen, ob ich etwas Hilfe von dir oder deinem riesigen Zuhörerkreis bekommen kann. Ich lebe im ländlichen Osten Washingtons, in der Nähe des Manastash Ridge. Auf unserem Grundstück gibt es ein Loch. Wie die Vorbesitzer und die Besitzer vor ihnen haben wir unseren Müll in das Loch geworfen. Anscheinend gibt es das Loch so lange, wie sich irgendjemand erinnern kann. Zuerst dachte ich, es sei ein uralter Brunnen. Jedenfalls hat das Loch einen Durchmesser von 3 Metern. Es ist von einer steinernen Stützmauer umgeben und wir haben eine Stahltür oben angebracht, damit niemand hineinfallen kann. Wie ich bereits sagte, haben die Leute ihren Müll in den Schacht geworfen, jahrzehntelang. Möbel, Hausmüll, tote Kühe, Bauschutt, was auch immer. Die Sache ist, dass ich bemerkte, dass das Loch nie aufgefüllt wurde, also wurde ich neugierig, eigentlich besessen, und begann zu versuchen, die Tiefe des Lochs zu messen. Ich leerte 3 Angelrollen mit etwa 1400 Metern Monofil, um die Tiefe zu bestimmen. Bald kaufte ich Angelschnur in großen Mengen. Bisher habe ich ungefähr 24.000 Meter Schnur in das Loch versenkt, ohne den Grund zu erreichen. Meine Frau arbeitet an einer örtlichen Universität mit einer geologischen Abteilung. Wir hoffen, professionelle wissenschaftliche Hilfe bei der Bestimmung der Tiefe des Lochs zu bekommen. Soweit ich das beurteilen kann, ist außer 2 anderen Dingen nichts Besonderes Seltsames daran. Hunde weigern sich, näher als 30 Meter an das Loch heranzukommen. Vögel setzen sich nicht auf die Stützmauer oder die Metalltür. Eine andere seltsame Sache ist, dass es kein Echo gibt, wenn man in das Loch schreit. In der Tat habe ich noch nie gehört, dass etwas auf den Boden geschlagen ist, als es hineingeworfen wurde. Wir haben einmal einen alten Kühlschrank hineingeworfen und wir haben nie gehört, dass er auf den Boden schlug. Kein Krachen oder Knallen. Ich hoffe, Ihre Zuhörer können mit möglichen Erklärungen helfen. Ich frage mich, ob dies nach meinen bisherigen Messungen das tiefste Loch der Erde sein könnte. Unterzeichnet Mel Waters. Bald darauf lud Art Bell Mel ein, in seiner Radiosendung aufzutreten, wo Mel der Welt etwas vorstellte, was eines der berühmtesten Mysterien des 21. Jahrhunderts werden sollte: Mels Loch. In Mels Telefoninterview aus Allensburg, Washington, etwa 130 Kilometer von seinem Grundstück entfernt, erzählte er Bell, dass er das Manastash-Grundstück vor ein paar Jahren gekauft hatte und das Loch schon immer dort gewesen war. Mel sagte, dass jeder in der Gegend, einschließlich der Nachbarn, ziemlich gut von dem Loch wusste und würde regelmäßig Müll hineinwerfen. Menschen ließen kaputte schwere Maschinen, Müll, Steine und in einem Fall einen toten Hund hineinfallen. Mel erzählte eine Geschichte über einen Nachbarn, dessen Hund gestorben war. Anstatt das Tier zu begraben, beschloss Mels Nachbar, das praktische Loch als Grab für seinen Hund zu benutzen und warf ihn kurzerhand hinein. Ein paar Tage später sahen Jäger seinen treuen Hund in bester Verfassung durch den Wald traben. Mels Nachbar sagte, dass der Hund zwar unverletzt sei, aber nie auf seine Rufe oder Pfiffe reagierte, sondern wie auf der Jagd herumrannte. Er war sich sicher, dass es sein Hund war, als er das Halsband erkannte. Es war offensichtlich, dass Mels Loch mehr als nur ein gewöhnliches Loch war. Es war eine runde, brunnenähnliche Grube, etwas mehr als 2 Meter breit, mit einer steinernen Stützmauer an den Seiten, die sich etwa ein paar Meter in die Tiefe erstreckte, bevor sie in die Erde abfiel. Das Innere war pechschwarz und die Tiefe unergründlich. Mel hat versucht, die Tiefe zu messen. Nachdem er schwere Werkzeuge in das Loch fallen gelassen hatte und kein Krachen oder Prallen hörte, wurde er besonders neugierig. Er beschloss, einen Test zu machen. Mel vermutete, dass die Grube mit Schlamm oder Kitt gefüllt sein könnte, daher das Fehlen von Geräuschen oder Echos. Also band er ein paar Lebensretterbonbons an das Ende einer Angelschnur und ließ sie in das Loch hinab. Wenn sich die Bonbons auflösten, dann war am Ende Wasser. Mels Schnur endete nach 460 Metern und er zog sie hoch,
Die Bonbons waren ganz. Beim nächsten Mal kaufte Mel mehrere Rollen Angelschnur und befestigte ein Bleigewicht daran. Langsam senkte er das Kabel in das Loch. Spule um Spule in das Loch, aber nichts passierte. Das Loch frisst einfach weiter die Leine. Nach einer Weile blieb Mel stehen. Er entdeckte, dass er etwa 24.000 Meter Schnur in das Loch gesenkt hatte. Etwas mehr als 24 Kilometer Seil, aber er hatte das Ende noch nicht erreicht. Das Loch hatte kein Ende. Mel hatte Art kontaktiert, um ihm zu helfen, die Tiefe der Grube zu markieren, da er eindeutig überfordert war. Art schlug vor, einen Freiwilligen mit Flaschenzügen in das Loch hinabzulassen, aber Mel war skeptisch gegenüber dieser Idee. Er sagte, dass die mysteriösen Vorkommnisse in der Nähe der Grube jedem Freiwilligen schaden könnten. Es könnte auch giftige Gase geben und der Druck der umgebenden Erde könnte jeden, der hineinging, erdrücken. Mel lehnte ab, obwohl sich ein Anrufer freiwillig gemeldet hatte. Er wollte nicht dafür verantwortlich sein, was auch immer mit jemandem passiert, der es wagte, den Abgrund zu betreten. Seltsamerweise gab Mel zu, dass er in die Grube springen würde, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit bei ihm diagnostiziert werden würde. Er glaubt, dass die Grube unbekannte Kräfte hatte, die ihn wahrscheinlich verjüngen könnten. Der Anruf dauerte bis in die Nacht und Leute riefen an, um dieses seltsame Phänomen zu erklären. Mels Loch war das Thema des Abends und es würde für die kommenden Jahre ein Thema von Coast to Coast bleiben. In einem zweiten Fax an das Radio, nur 4 Tage nach der Sendung, informierte Mel Art, dass Mel genau einen Tag nach der Sendung zu seinem Anwesen in Manistosh zurückgekehrt sei. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die Straße zu seinem Grundstück von bewaffneten Militärangehörigen blockiert war, die ihn daran hinderten, das Grundstück zu betreten. Sie behaupteten, ein Flugzeug sei auf seinem Land abgestürzt und untersuchten es. Mel hatte jedoch keinen Rauch oder Trümmer in der Nähe des Geländes bemerkt. Stattdessen hatte er, in seinen Worten, Männer in gelber Ausrüstung, wahrscheinlich Schutzanzüge gesehen, die sich durch das Gebiet bewegten. Mel bat darum, mit einem Verantwortlichen zu sprechen, und sie erzählten dieselbe Geschichte. Sie bedrohten ihn auf subtile Weise und deuteten an, dass das Land nicht unbedingt Mels Eigentum sei, und sie könnten leicht, Zitat, ein Drogenlabor darauf finden. Mel sagte, er würde zur Presse gehen, aber der Uniformierte spottete und forderte ihn heraus, indem er erklärte, dass ihm sowieso niemand glauben würde. Mel fügte hinzu, dass seine Nachbarn ihm etwas Interessantes über das Loch erzählt hätten. Er sagte, dass er vor einiger Zeit vor der Sendung einen schwarzen Strahl gesehen hatte, der aus dem Loch kam, wie ein Suchscheinwerfer, der in den Himmel reichte. Er schien kein Ende zu haben, und er saugte das Licht um sich herum ein. Art Bell lud Mel umgehend zu einem zweiten Anruf in die Show ein. Er fragt, ob es neue Entwicklungen in der Militärfrage gebe. Mel teilte Bell auch mit, dass er eine Nachricht von seinem Immobilienmakler erhalten habe, die darauf hinweist, dass jemand daran interessiert sei, Mels Eigentum zu kaufen. Es gab noch kein Angebot, aber sein Agent versicherte ihm, dass es üppig sein würde. Mel sprach auch über einen älteren Mann, der ihm erzählte, dass das Loch einmal von Steinsäulen umgeben war, ähnlich wie Stonehenge. Bedeutet das, dass das Loch viel älter ist, als sich irgendjemand vorgestellt hat? Könnte das Loch schon seit Urzeiten da sein? Ein Anrufer aus der gleichen Gegend berichtete, dass sein College-Professor 1989 ebenfalls von einem großen Fass ohne Boden gesprochen hatte. Ein anderer Anrufer bemerkte, dass Mels Grundstück neben dem Yakima Training Center steht, einer Einrichtung der Regierung. Daher die schnelle militärische Intervention. Vor dem Ende des Anrufs forderte das Publikum Mel auf, vorsichtig zu sein, da die Gegend ein bekannter Ort für UFO-Sichtungen und seltsame Vorkommnisse sei. Sie interessierten sich für Mels Geschichte und hofften, dass er zurückkommen würde. Aber sie wussten nicht, dass Mel erst 3 Jahre später zurückkommen sollte. Mel rief nicht zurück, um der Show von seinem Eigentum oder dem lukrativen Angebot zu erzählen, das er dafür bekommen hatte. Über 3 Jahre lang hörte man nichts von ihm. Und es schien, als wäre er vom Erdboden verschwunden. Im Jahr 2002 spürte Art Bell ihn jedoch endlich auf und brachte ihn erneut in die Show.
Er ließ Mel seine Geschichte über das Loch erzählen und überprüfte, ob er sich an die Fakten erinnerte. Mel tat es. Mel Waters hat auch ein verrücktes Geheimnis preiszugeben. Einige Leute hatten ihm $250.000 im Monat für eine unbefristete Pacht auf dem Grundstück angeboten. Alles, was er tun musste, war, das Geld zu nehmen, nie über das Loch zu sprechen und umzuziehen. Mel nahm natürlich das Geld und wanderte nach Australien aus. Als Art Bell fragte, warum er nie wieder in der Show auftauchte oder aus Australien anrief, erzählte Mel eine erschreckende Geschichte. Im Dezember 1999, als er in der Show auftreten sollte, versuchte er seinem Neffen beim Umzug in eine Wohnung im Olympiaviertel zu helfen. Nachdem er den Umzugswagen nach Tacoma zurückgebracht hatte, musste Mel einen Bus zurück nach Olympia nehmen. Da geschah das Merkwürdigste. Sein Bus wurde wegen einer Auseinandersetzung von der Verkehrsbehörde angehalten. Er wurde zusammen mit anderen Fahrgästen zu einem zweiten Bus geführt. Und das war alles, woran er sich erinnerte. Ungefähr 12 Tage später fand sich Mel in einer schmutzigen Gasse in San Francisco wieder. Seine persönlichen Gegenstände fehlten und er fand ein Infusionspflaster an seinem Arm. Seine Backenzähne waren auch entfernt worden, während er bewusstlos geschlagen wurde. Verzweifelt wandte sich Mel an seinen Neffen, der ihm ein Ticket zurück nach Olympia besorgte. Ein paar Tage nach seiner Ankunft stellt Mel fest, dass eine Klage bei ihm eingereicht wurde. Es war seine Ex-Frau, die wahre Eigentümerin des Grundstücks. Und sie verklagte ihn wegen Verstoßes gegen die Bedingungen seines ursprünglichen Mietvertrags. Zu den Verstößen gehörte der Bau eines unterirdischen Kraftstoffsystems, einer Klärgrube und gepflasterter Straßen. Mel hat nichts davon gebaut. Aber vielleicht hat die Regierung es getan. Ein höchst faszinierender und etwas unglaublicher Teil von Mels Geschichte dreht sich um einen einfachen Cent. Nachdem er in San Francisco aufgewacht war, bemerkte Mel, dass auch seine Gürtelschnalle fehlte. Es war eine selbstgemachte Schnalle, die aus einer gebogenen Gabel, Steinen und Münzen bestand, die in der Umgebung gefunden wurden. Mel hatte 10 dieser Schnallen mit 10 Roosevelt-Dimes hergestellt, die in einem mysteriösen roten chinesischen Glücksgeldumschlag gefunden wurden. Mel fragte sich, warum sie seinen Gürtel genommen hatten, also machte er einen der Männer ausfindig, an den er seinen maßgeschneiderten Gürtel verkauft hatte. Bei der Untersuchung der Münzen im Gürtel entdeckte Mel, dass der Cent 1943 hergestellt wurde, obwohl es 1943 keine Cents mit Roosevelts Porträt gab. Außerdem trägt jede amerikanische Münze einen Buchstaben, der den Ort angibt, an dem sie hergestellt wurde. Dieser Cent trug den Buchstaben B, obwohl keine Stadt in der Geschichte der US-Währungsprägung jemals mit einem Buchstaben B begonnen hatte. Es war höchst ungewöhnlich und sie schickten ihn zu einem Münzexperten, um ihn schätzen zu lassen. Einige Tage später behauptete der Experte jedoch, das Finanzministerium habe die Münze bei ihm beschlagnahmt. Richard C. Hoagland, ein hyperdimensionaler Physiker, Theoretiker und berühmter Alienforscher, legte später nahe, dass die Münzen aus einem Paralleluniversum stammen könnten. Wenn diese Münzen, die in der Nähe von Mels Loch gefunden wurden, aus einem anderen Paralleluniversum stammen, bedeutet das, dass das Loch eine Art interdimensionales Portal ist? Und wenn ja, gibt es andere bodenlose Löcher auf dem Planeten, die auf die gleiche Weise funktionieren? Mit dem Ruhm, den Mels Land erlangte, hörte eine Gruppe von Native Americans in Nevada Mel in der Sendung und lud ihn per E-Mail in ihr Reservat ein, um über eine seltsame Grube zu sprechen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, bis hin zu einer alten Stadt baskischer Siedler in der Gegend. Die Basken sind eine kleine und meist isolierte ethnische Gruppe aus einer kleinen Region Europas. Sie züchteten Schafe in Nevada und betrachteten das Loch als heiligen Boden. Im Ganzen war es 3 Meter breit, genau wie Mels Loch. Nur dieses hier hat einen Metallkragen mit Einkerbungen oben. Das Metall fühlte sich warm an und machte beim Schlagen kein Geräusch. Auch die Tiere fürchteten sich vor diesem Loch, sagten die Indigenen. Mel und die Dorfbewohner beschlossen, den Schacht mehreren Tests zu unterziehen. Wie Mels Loch schien auch dieses bodenlos zu sein.
Sie fragten sich, was passieren würde, wenn ein Lebewesen in die Tiefe des Lochs hinabsteigt. Dann beschlossen sie, dies zu testen, indem sie ein Schaf in die Grube hinabließen. Das Schaf drehte durch, bevor es überhaupt heruntergelassen wurde. Es trat und kämpfte gegen die Hände, die es in das Loch senkten. Schließlich schlugen die Dorfbewohner das Schaf bewusstlos und ließen es in das Loch fallen. Ungefähr auf halbem Weg wachte das Schaf auf und stieß einen schrecklichen Schrei aus. Es dauerte eine Weile, dann hörte es auf. Die Dorfbewohner holten das Schaf schnell zurück, aber Mel sah, dass es tot war. Die Todesursache war unbekannt. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Theorien aufgestellt, um die Mysterien von Mels Loch zu erklären. Die erste Erklärung waren Vulkanhöhlen. Wo Vulkangestein freigelegt ist, können Höhlen unterschiedlicher Art und Größe entstehen. Sie entstehen durch fließende Lava in der Nähe der Landoberfläche und können leicht durch Erosion zerstört werden. Die längste und komplexeste Form vulkanischer Höhlen sind Lavaröhren. Sie sind aus den Lavaflüssen entstanden, die früher aus einem Vulkanschlot oder einer Spalte den Hang hinunterflossen. Lavaröhren bilden sich am besten in hochflüssiger Lava, insbesondere Basaltgestein. Der Bundesstaat Washington ruht auf einem hochaktiven vulkanischen Hotspot und es könnte sein, dass Mels Loch eine sehr widerstandsfähige Lavaröhre war, die sich vor Tausenden von Jahren gebildet hat. Aber das erklärt nicht all die anderen seltsamen Vorkommnisse in dem Loch. Die zweite Theorie ist mit der Theorie der hohlen Erde verbunden, von der wir eine ganze 40-minütige Dokumentation haben, in der wir viele wissenschaftliche Hinweise präsentieren, die diese Theorie stützen. Dies ist die Idee, dass die Erde unter einer ziemlich kleinen Gesteinsschicht hohl ist. In Bezug auf Mels Loch ist die Idee, dass die Angelschnur und die hineingeworfenen Gegenstände niemals den Boden zu erreichen scheinen, weil das Loch in das leere Innere des Planeten führte. Die nächste Theorie war, dass das Ganze eine Art geheimes Regierungsprojekt war. Auch die Tatsache, dass sich die Grube in der Nähe des Yakima Training Centers befand, machte diese Geschichte plausibel. Wie kommt es jedoch, dass die Regierung den Menschen so viele Jahre erlaubt hat, das Loch zu erkunden und als Müllabladeplatz zu nutzen? Am 20. Dezember 2002 trat Mel Waters zum letzten Mal bei Coast to Coast AM auf. Er erzählte Art Bell die schockierendste Geschichte von allen. Er sagte, dass die amerikanischen Ureinwohner in der Nähe des zweiten Lochs mit einer Art interdimensionaler Kreatur kommunizierten, die das Loch zur Kommunikation benutzte. Er behauptete, die Kreatur beschreibe sich selbst als fähig, durch die Welten zu reisen und gab der Menschheit eine düstere Warnung. Die Kreatur warnte vor dem Einsatz von Waffen, die die Kraft von 2 Löchern nutzten, und dass wir uns selbst zerstören würden, wenn wir diese Kraft für militärische Zwecke nutzen würden. Es hieß, dass andere Wesen auf anderen Planeten auf unsere Zerstörung warteten, damit sie herkommen könnten und unseren Planeten wieder besiedeln können. Nach dieser höchst seltsamen und schockierenden Sendung hörte man nie wieder etwas über Mel Waters. Er verkaufte keine Bücher mehr oder machte irgendwie sonst auf sich aufmerksam. Er ist einfach verschwunden. Der wahre Ort von Mels Loch blieb ebenfalls ein Rätsel. Aber was genau war Mels Loch? War es ein streng geheimes Militärprojekt oder eine Art Zeitreisetor? Oder war es ein Portal zu einer alternativen Dimension wie den Wurmlöchern der Quantenphysik? Dies sind Fragen, die in unserer Zeit möglicherweise nie beantwortet werden, nicht wenn alle Aufzeichnungen über Mel Waters und das Loch aus der Geschichte gelöscht wurden. Mels Unfähigkeit, konkrete fotografische Beweise zu liefern, trägt ebenfalls zum Mysterium um dieses Phänomen bei und lässt viele Menschen denken, dass das Ganze nur ein Schwindel ist. Sagen Sie uns unten in den Kommentaren, was Sie über Mels Loch denken. Das Thema des Videos war übrigens ein Vorschlag unserer Abonnenten im Kommentarbereich, also zögern Sie nicht, das nächste Thema vorzuschlagen, das Sie auf unserem Kanal sehen möchten. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte hinterlassen Sie diesem Video ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Und abonnieren Sie unseren Kanal,